Yooka-Replay, nicht du. Hast du ein Problem? Geh weiter. Mit Yooka-Replay hatte ich in den letzten Tagen so viel Spaß. Was? Du kennst Yooka-Replay nicht? Das ist der heiße neue Scheiß. Du musst es unbedingt spielen. Würde ich sagen, wenn das Video nur 3 Minuten gehen soll. Lasst mich euch meine Eindrücke zu dem Spiel mitteilen, indem ich euch erkläre, warum ich dieses Spiel trotz einiger Makel trotzdem liebe. Yooka-Replay wurde von Playtonic Games entwickelt und kam am 9. Oktober 2025 in den Handel. Es ist ein Remake von Yooka-Laylee, weil das Spiel einfach nicht gut war. Jetzt erstmal ein bisschen Story. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Nice. Na, habt ihr alles verstanden? Bevor wir aber weitermachen, sprechen wir einmal den Elefanten im Raum an. Aber nur kurz. Wie man sicherlich schon bemerkt hat, spielt sich Yooka-Replay ähnlich wie eine gewisse andere Spielereihe. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Macher von Yooka-Replay damals auch bei dem Studio waren, die Banjo-Kazooie-Spiele gemacht haben. Warum und wie das jetzt alles zustande gekommen ist, würde dieses Video sprengen. Ich empfehle euch daher das Video von Ulti. Es ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wie es in einem Collectathon üblich ist, gibt es eine Hub-World und sie dient als Verbindungsstück zu anderen Welten. In Super Mario 64 springst du durch Gemälde, in Yooka-Replay springst du in Bücher. Und Leute, die Welten sind so unfassbar cool. Ich weiß nicht, ob ich von 2D-Marios gebrainwashed bin, aber mir ging das ewige Schema mit Grasland, Wüste, Eiswelt und so weiter langsam auf den Sack. Ich weiß, Nintendo hat dazugelernt und in Sunshine und Odyssey ist es nun ein kleines bisschen anders. Aber zu sehen, dass Yooka-Replay nicht mit einem stumpfen Grasland anfängt, sondern in den Tropen, war für mich schon eine große Erleichterung. Die Welten generell könnten unterschiedlicher nicht sein. Das merkt man spätestens dann, wenn man die letzte Welt sieht. Es ist einfach ein Mix aus Weltraum und Piratenwelt. Mein 6-jähriges Ich hätte sich riesig gefreut. Oder die Welt davor ist einfach ein scheiß Casino. Hallo! Für jedes gewonnene Spiel erhalten wir hier Spielchips, die wir bei dem Bruder hier eintauschen können. 5 davon sind ein Pagey und ich finde das so gut gemacht. Weil wir überwiegend nur diese Spielchips bekommen, verlierst du irgendwann den Überblick, wie viele Pageys man theoretisch schon hat. Und das ist so eine gute Parallele zu echten Casinos. Du tauschst dein Geld gegen Wertmarken ein und verlierst dafür das Gefühl, wie viel Geld du schon verloren hast. Und so oder so ähnlich ist es auch hier. Jedes Mal, wenn ich bei dem Kumpel hier meine Chips eingetauscht habe, war ich echt verwundert, wie viele Pageys ich eigentlich schon bekommen habe. Die Eiswelt ist eine typische Eiswelt, aber dafür mit einem Zelda-like Dungeon, in dem du Rätsel lösen und Gegner besiegen musst. Die Sumpfwelt erinnert mich tatsächlich an den Subcon Forest aus Ahead in Time. Ich habe mich schon auf eine ähnlich schreckliche Mission wie diese mit dieser einen Tante, Queen Vanessa heißt die, glaube ich, in dieser Villa da vorbereitet. Aber zum Glück ist da nichts dergleichen passiert. Ich hätte mir sonst wirklich in die Hosen geschissen. Das Gameplay lässt sich am besten als eine Mischung aus Mario Odyssey und Banjo-Kazooie beschreiben. Du hast das Movement aus Banjo-Kazooie, aber das Weltendesign von Mario Odyssey. Ich meine, schaut euch einfach das hier an und ihr fühlt euch wie zu Hause. Ähnlich wie in Mario Odyssey müsst ihr nach dem Einsammeln eines Pageys nicht das Level verlassen, was deutlich angenehmer ist. So kann man in einem Playthrough die ganze Welt zu 100% abschließen. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, sind die Pageys das Hauptcollectible im Spiel. Nur wenn wir diese einsammeln, kommen wir weiter. Da haben wir ja echt Glück, dass man sie für alles, was man in dieser Welt macht, hinterhergeschmissen bekommt. Neben den Pageys gibt es auch noch weitere Dinge, die eingesammelt werden müssen. Als erstes hätten wir die Federn und Puzzleteile. Sammelst du alle in jeder Welt, kriegst du dafür jeweils einen Pagey. Darüber hinaus existieren noch weitere Collectibles. Das Molekül, die Spielmünze und der Piratenschatz. Wofür die gut sind, dazu kommen wir jetzt. Denn bei deinen Erkundungen triffst du viele interessante Persönlichkeiten. Zum einen haben wir Dr. Puss. Für ein Molekül verwandelt sie uns in andere Lebensformen? Dinge? Auf jeden Fall ist sie das Äquivalent zu Mumbo aus Banjo-Kazooie. Mit ihren Verwandlungen gelingt es uns, spezifische Rätsel zu lösen und mit Charakteren zu sprechen, die eigentlich gar nicht mit uns sprechen wollen. Die Spielmünze braucht dieser Bruder hier, Rextro. Er betreibt eine Spielhalle und besucht die verschiedenen Welten, um wahrscheinlich Werbung für seinen Laden zu machen. Vermutlich. Finde die Spielmünze für den Automaten, denn nur dann können wir ein zugegebenermaßen sehr cooles Minigame spielen. In diesen Minispielen spielt man Rextro selbst und man muss ihn an sein Ziel bringen, ohne zu sterben natürlich. Auf dem Weg gibt es Medaillen, die eingesammelt werden können und für jede Medaille gibt es einen Pagey. Dann hätten wir da noch die Ghostwriter, welches das Äquivalent zu den Jinjus aus Banjo-Kazooie sind. Für jeden Ghostwriter gibt es einen Pagey und sammelst du alle in einem Level, kriegst du nochmal 3 Pageys obendrauf. Jeder Ghostwriter lässt sich anders einsammeln. Das finde ich viel besser, als sie einfach nur stumpf mitzunehmen. Einen musst du füttern, den anderen jagen, einer macht sich unsichtbar und Laylee muss ihn dann irgendwie sichtbar machen und der andere will dich vermöbeln.
Es gibt nicht viele Momente, in denen ich bei diesem Spiel ausgerastet bin, aber wenn es um diesen Kumpel hier geht, dann kommt das häufig vor. Das hier ist Katos und seine Minispiele sind die Hölle. Das Minispiel ist ein bisschen so wie die Loren-Level in Donkey Kong Country. Du fährst eine Schiene entlang und musst diese Edelsteine einsammeln. Das klingt ja eigentlich ganz einfach, aber diese Edelsteine musst du frame-perfect berühren, sonst vergisst du einen. Für eine gewisse Anzahl an Edelsteinen bekommt man ein Pagey und wenn du alle 3 Pageys haben willst, musst du auch alle Edelsteine einsammeln. Gerade das letzte Level in der Galionengalaxie hat mir den Rest gegeben. Ich musste das Level so oft neu starten, weil ich immer an einer bestimmten Stelle verkackt habe. Die meisten Videospiele stehen und fallen mit ihren Bosskämpfen. In einigen sind sie zu einfach und dann haben wir sowas hier. Yooka-Lee Playley hingegen hat meiner Meinung nach zu einfache Bosskämpfe. Abgesehen von 2 Ausnahmen sind diese nicht besonders gut in Szene gesetzt. Sie lassen sich ultra leicht besiegen. Ich habe teilweise einfach Schaden genommen, weil es mir nicht schnell genug ging und deswegen einfach unaufmerksam war. Trotzdem tragen die Bosse einen großen Teil zum Charme bei. Sie passen in diese Welt, die sich sowieso nicht allzu ernst nimmt und haben in jeder Welt schon ihre Daseinsberechtigung. Meine beiden Lieblingsbosse sind der Kollege hier und diese reizende Lady, weil sie einfach so gut inszeniert sind. Lasst diesen Auftritt einmal auf euch wirken. Man denkt, endlich ist das Katos-Level vorbei und bam, der Bosskampf geht los. Generell, dass der Bosskampf auf Katos stattfand, war für mich völlig überraschend. Nicht ganz so cool, aber dafür sehr witzig ist der Bosskampf mit Planet. Wir treffen ihren Ehemann, der einfach nur seinen Rücken gekratzt haben möchte und wir bringen ihn einfach um. Da wäre ich auch sauer. Planet befindet sich ständig in der Mitte der Arena und feuert alles auf uns ab, was sie hat. Das ist echt gut gemacht. Der feine Boss hingegen hebt die Schwierigkeit schon etwas mehr an. Wenn man nicht direkt weiß, was zu tun ist, geht man leicht Game Over. Dabei hat der feine Boss 3 Phasen und in der zweiten Phase habe ich mich echt gefragt, ob ich aus Versehen einen Hard Mode angeschaltet habe, denn alles, was man hier sieht, macht Damage. Im Großen und Ganzen ist der feine Boss schon ein echt würdiger Abschluss und es hat mir echt Spaß gemacht, gegen ihn zu kämpfen. Alles in einem ist Yooka-Lee Playley ein gutes Remake und ein deutliches Upgrade zu dem hier. Leider hatte ich Mini-Ruckler beim Betreten von Sub-Areas oder neuer Welten. Das führte zu kleinen Performance-Problemen. 1 oder 2 Mal hatte ich den Bug, dass ich in einer Karte stecken geblieben bin, als ich einen Checkpoint aktiviert habe, sodass ich das Spiel neu starten musste. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Ich mag diese fröhlich farbenfrohe Welt, die Charaktere und alles ist so einzigartig und passen trotzdem in dieses Spiel. Ich hoffe, dass wir Yuka und Laylee noch öfter sehen werden. Ich lege euch dieses Spiel wirklich ans Herz. Probiert es aus und wenn es nichts für euch ist, dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen.